Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal meinen schönen Omega an. Und zwar ist das mein Lieblingsauto, das besitze ich jetzt schon seit 2006. Das heißt schon 18 Jahre. Der hat dieses Jahr Geburtstag und wird 25. Und ich möchte ihn gerne wieder herrichten, dass er wieder so gut aussieht wie ein neuer. Und dazu nehme ich euch mal ein bisschen mit. Ja, eigentlich wollte ich euch jetzt das Auto mal rausfahren. Aber wie das immer so ist, die Batterie ist leider leer. Das heißt, ich habe jetzt erstmal das Ladegerät angeschlossen. Hier auf dem schönen V6 Motor haben wir einen schönen Abstellplatz fürs Ladegerät, welches ist natürlich ordnungsgemäß an die schöne Batterie, die eigentlich erst ein halbes Jahr alt ist, angeschlossen habe. Naja, ein halbes Jahr ist vielleicht übertrieben, ist jetzt ein Jahr alt, aber ein halbes Jahr steht das Auto schon hier in der Garage, aber die Batterie war abgeklemmt. Deswegen ist es mir unerklärlich, dass die so niedrig entladen ist. Ja, geladen wird auch schon, wie ihr seht, 4 Ampere. Also denke ich mal, dass wir morgen mal die Batterie wieder anklemmen und starten können. Da freue ich mich schon drauf. Naja, ist ja erst 8 Wochen her. Ja, dann stelle ich euch das Auto mal kurz vor. Das ist ein MV6, 3 Liter Maschine, 211 PS. Das Ding hat von Baujahr 1997 absolute Vollausstattung. Da ist wirklich alles drin, was es gab. Nichts außer. Es ist alles drin. Und zusätzlich noch eben dieses Steinmetz-Tuning, was ganz interessant ist. Ja, wie schon erwähnt, da ist der V6 Motor. Eine richtig geile Opel-Maschine. Läuft gut. Hier, wie ihr sehen könnt, habe ich das auch schon mal umgebaut auf die Aludeckel, weil die Plastikdeckel immer undicht waren. Leider verliert das Motörchen irgendwo da hinten wieder Öl. Da muss ich mal nachgucken. Vermutlich ist da auch ein bisschen viel Druck im System, obwohl ich diese Kurbelgehäuseentlüftung schon instand gesetzt habe, habe ich aber den Verdacht, dass da irgendwo noch was verstopft ist, dass er mir da irgendwo was rausdrückt. Ja, weiterhin sieht man hier das Zubehör. Steinmetz, so ein Spiegel ist ja kaum mehr bezahlbar, wird auch in Gold aufgewogen. Die passenden Felgen habe ich auch. Im Moment sind die Winterreifen drauf. Die neuen Reifen liegen da schon. Das sind Goodyear Eagle F1. Ja. Hier ist eine von den guten Steinmetz-Felgen, die ich restaurieren möchte. Ich habe mir da mal so ein Gestell gebaut, wo man die schön drauf drehen kann und schleifen kann. Diese ist allerdings Fratze, die hat ordentlich Beulen, deswegen habe ich mir da schon mal eine neue besorgt. Also die ist außerhalb der Toleranz, wenn man das sich vermisst. Ist schrecklich, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es ist so. Hier unten haben wir halt die Schweller. Die Zierleisten sind vom Facelift. Die Türen habe ich schon mal ausgetauscht gegen welche vom Facelift, aufgrund der Tatsache, dass die unten ziemlich verrostet waren. Das Problem mit der Heckklappe, ja, es ist minimal vorhanden, aber eigentlich ist das hier in dem Bereich, diese Leiste, die scheuert auf dem Lack, scheuert den durch, dann ist das Metall blank. Da gehört einfach ein bisschen Moosgummi hinter, dass man ein bisschen Abstand hat, dann ist das Problem behoben. Ich weiß nicht, warum das von Opel nicht selber mal gemacht wurde, so im Service mäßig. Ist halt schade, dass die ganzen vielen Autos da so weggammeln. Unnötigerweise natürlich. Weiter unten sehen wir den schönen Edelstahlauspuff von Steinmetz. Ist jetzt ein bisschen eingestaubt, muss ich mal wieder aufpolieren. Ja, innen drin, wie gesagt, haben wir einiges an Ausstattung, ziemlich Vollausstattung. Schöne Ledersessel, Sitzheizung vorne, Sitzheizung hinten, Klimaautomatik. Navigation, Abwerk, allerdings von Philips von 1997, aber ich habe den alles so originalgetreu gelassen. Das Lenkrad habe ich mal günstig irgendwo bei eBay gekauft. Keine Ahnung, wo das herkommt. Es muss ein Einzelstück sein. Das ist
irgendwie manuell hergestellt worden ist. Ich habe es noch nicht ein zweites Mal gesehen. Dann haben wir hier auch die Einstiegsleisten, Steinmetz, unten die Fußstütze, die Pedale sind leider nicht dabei. Ist eine Automatik, wie es sich gehört für so eine fette Limousine. Eigentlich sitzemäßig alles top. Himmel einwandfrei, Stahlschiebedach, super Ausstattung. Memory-Sitze, super geile Erfindung. Ich möchte es nicht mehr missen. Ja, jetzt zeige ich euch das eigentliche Problem, was dieses Auto hat, nämlich ein, zwei Roststellen. Die sind auch typisch für dieses Auto. Ja, hier ist eine von diesen hässlichen Roststellen. Wie man sieht, das bezieht sich hier rüber auf diesen Radlauf. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist hier innen drin die Kante, das innere Blech. Da ist alles picobello sauber. Das ist eigentlich nur das äußere Blech. Da bin ich jetzt auf der Suche nach einem Reparaturblech, welches man normalerweise für einen Unfallschaden hernimmt, dass man dieses komplette Seitenblech austauscht. Wie man sehen kann, hat hier schon mal einer eine Reparatur versucht. Mehr schlecht als recht. Und ein Blech von innen dahinter geklebt. Ja, kann ich mir auch nicht erklären. Aber es sollte damals eigentlich nur eine Notreparatur werden und ein paar Jahre halten. Hat es ja auch gemacht. Aber jetzt gehen wir mal die Sache richtig an und tauschen das Blech aus. Auch hier, wie man sieht, innen drin ist alles Taco. Bisschen Flugrost, also nichts groß durchgegangen. Ja, mal abgesehen davon haben wir hier im Radlauf, schaut mal da, haben wir so ein bisschen Löcher drin. Das sind die auch eine bekannte Stelle von so einem Opel. Die muss ich leider auch reparieren. Dafür habe ich schon mal geschaut, dass man innen drin, hier, wenn man die Tür öffnet, die Bank löst. Und dann muss man diesen ganzen Krempel hier ausbauen. So quasi da unten. Jetzt kann ich das schlecht beleuchten hier, aber da unten im Eck. Da muss der Teppich alles raus, sonst kann man da nicht schweißen. Ne? Oder einem fackelt die Bude ab. Das wäre so der erste Step. Ansonsten hier auch wieder die schönen Steinmetzleisten. Alles Ledersitze, umklappbar, haben wir nicht gesehen. Das ist alles vorhanden im Auto und eigentlich einigermaßen gepflegt. Ja, die andere Seite, wie man sieht, sieht man nichts. Auch hier kein Rost, leider eine kleine Beule. Da bin ich mal an einer Einfahrt irgendwo hängen geblieben. Dann haben wir hier unten den Radlauf. Da sieht es auch noch ganz gut aus. Das muss ich allerdings noch checken, das Blech mal abmachen. Die Schweller unten abnehmen muss ich sowieso, weil die müssen lackiert werden. Ja, ich hoffe mal, dass hier nicht so viel Rost ist wie auf der anderen Seite, aber auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus. Auch an der Leiste hier, die man abnehmen kann. Ich hatte sie allerdings noch nicht ab. Plan ist es auch nicht, diese Facelift-Leisten an dem Fahrzeug zu belassen. Da kommen die Originalleisten wieder dran. Ich habe die alle noch, bis auf die Leisten für die hinteren Türen. Die waren leider kaputt. Das ist diese bekannte Stelle, wo es hier immer einbricht. Die beim Facelift sind ja schön geschraubt an den Ecken. Da kann ja nichts mehr passieren. Aber bei den alten ist halt an der hinteren Tür das ein bisschen verbogen. Deswegen bin ich noch auf der Suche nach zwei brauchbaren für die hintere Tür. Vorne, wie man sieht, haben wir schon eine Scheinwerferreinigungsanlage. Der Scheinwerfer sieht auch sehr gut aus. Hier auch dieser Steinmetz-Kühlergrill. Und der andere ist halt vergilbt. Der linke ist schon mal neu gekommen, der rechte nicht. Den habe ich schon zweimal aufpoliert. Mal schauen, was ich da mache. Eigentlich habe ich da auch einen Satz Xenon-Scheinwerfer liegen, die ich eigentlich gerne einbauen wollte. Ich habe für diese Xenon-Scheinwerfer also die Scheinwerfer, die Brenner und auch alle Steuergeräte, die man im Auto einbauen muss.
damit diese automatische Regulierung funktioniert. Leider fehlt mir bisher der Kabelbaum dafür. Den müsste ich mir noch besorgen und dann könnte ich das nachrüsten. Das gab es ab Baujahr 98. Das ist halt ein 97er. Ja, da steht er mal ein paar Wochen in der Garage. Und schon ist mir alles ein bisschen eingestaubt. Normalerweise sieht er sehr sauber aus. Geladen wird auch schon ordentlich. Sind wir jetzt bei 4 Ampere. Dann können wir den vielleicht morgen mal starten und rausfahren. Ja, hier die Originallaufleistung. Davon habe ich 90.000 draufgefahren auf die Uhr in der ganzen Zeit. Und es hat bisher immer Spaß gemacht mit dem Auto. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn mein Auto mal wieder auf die Straße kommt. Mein kleines Baby. Weil eigentlich habe ich den über all die Jahre lieb gewonnen und möchte gar kein neues Auto haben. Da ist mir viel zu viel Schnickschnack und Elektronik drin. Es soll natürlich auch ein Daily Driver bleiben. Und irgendwann vielleicht in 5 Jahren, wenn es möglich ist, ein H-Kennzeichen bekommen. Man weiß ja nie, was heutzutage passiert. Jetzt sind wir ja alle auf den Elektrotrip, oder nicht wir, uns wird das aufgezwungen, meiner Meinung nach. Aber das muss ja jeder selber wissen. Schuster, bleib bei deinen Leisten, ist meine Devise und das ist was für mich. Also, Daumen hoch, nicht vergessen. Ja, wenn ihr nun Interesse habt, wie es weitergeht mit dem Auto, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Daumen hoch nicht vergessen. Und dann könnt ihr mich weiterhin begleiten, wie es vorwärts geht. Aber eins muss ich sagen, es wird nicht jede Woche ein Video dazu geben, das wird sich hinziehen. Weil ich habe ja noch diesen Bau da drüben, den zeige ich euch auch noch. Da gibt es auch noch viele Videos zu.